Hallo und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch an dieser Stelle. Ich möchte mal heute die Nägel lackieren und ich werde mir so ein exotisches Leoprint-Muster machen. Und wer da jetzt Lust hat, dabei zuzuschauen, kann gerne dranbleiben. Kurz nochmal Fusseln entfernen. Als Grundfarben nehme ich jetzt diese 3 Lacke hier. Und weil ich die mit einem dünnen Pinsel auftragen möchte, gebe ich jetzt erstmal hier so ein bisschen was von jeder Farbe auf dieses Stück Papier. Beziehungsweise, ja, hatte ich ja letztens schon mal gesagt, das ist so eine klein geschnittene Seite von so einem Sticker-Album. Und dann habe ich hier 3 so eine etwas dünneren Pinsel. Für jede Farbe einer. Das macht sich jetzt am besten, sonst müsste man ja hier ständig sauber machen. Und dann werde ich jetzt mit dem Gelb anfangen und trage das jetzt erstmal auf jeden Finger dort auf, wo ich es gerne haben möchte, weil ich will so ein, naja, so einen kleinen Verlauf machen. Der muss jetzt aber auch nicht super ordentlich werden, weil es kommt dann auch noch so ein bisschen was drüber, aber ja, so ein bisschen verblenden will ich die Farben dann. So, das Gelb ist jetzt erstmal so grob aufgetragen und das ist jetzt noch nie gehärtet, weil ich will, wie gesagt, das gleich noch so ein bisschen miteinander verblenden. Und da geht es jetzt weiter mit der nächsten Farbe. Wenn ich dann jetzt so ein bisschen die Farben hier ineinander verblendet habe, gehe ich kurz mit dem Pinsel auf ein Küchenpapier, um das Gelb jetzt noch mal so ein bisschen was im Pinsel mit drin ist, abzustreifen, bevor ich dann auf den nächsten Finger erstmal weitermache. Als letzte Farbe nehme ich jetzt das Blau und fülle die freien Bereiche des Nagels noch auf und verblende das auch wieder so ein bisschen mit dem Grün in diesem Fall. Das ist die erste Schicht und das kommt jetzt erstmal an die Lampe. Und jetzt geht es weiter. Ich mache prinzipiell jetzt genau dasselbe nochmal, um das einfach so ein bisschen deckend zu kriegen. Da muss man dann einfach gucken, je nachdem, wie die Lacke so sind, ob man da 2 oder 3 Schichten braucht. Aber wie gesagt, ich mache jetzt wieder die Farben darüber, verblende die so ein bisschen. Und genau, das mache ich jetzt als nächstes. So, hier habe ich mir jetzt das Blau so ein bisschen zu weit reingeschmiert. Da nehme ich jetzt einfach noch mal so ein bisschen Grün und korrigiere das. Das könnte man jetzt auch machen, wenn man mit dem Grün zu weit im Gelb gelandet ist. Dann nimmt man dann einfach noch mal ein bisschen mehr Gelb und geht da so drüber. Da kann man das dann wieder so ein bisschen korrigieren. Ja, das ist ja jetzt dann schon mal einmal eine komplette zweite Schicht. So lasse ich das dann auch gleich härten. Und ich mache dann noch eine dritte Schicht einfach so, weil ich es ja einfach noch so komplett deckend haben will. Also man müsste es nicht, aber ja, ich mache es wie gesagt noch und dann zeige ich euch, wie es weitergeht mit dem nächsten Step. Ich bin jetzt fertig mit den 3 Schichten und so sieht das jetzt aus. Ich cleaner das jetzt als nächstes Mal. Und dann geht es jetzt weiter mit Flakes. Und da habe ich das so jetzt ausgesucht, dass ich einmal diese nehme. Die werde ich auf das Gelb verteilen, weil die eher so ein bisschen golden oder ja, gelb-golden reflektieren. Und da möchte ich das einfach so ein bisschen unterstreichen, den gelben Bereich. Dann habe ich welche, die sind so grünlich. Die kommen auf den grünen Bereich und blau.
für den blauen Bereich. Und on top dann zum Schluss nehme ich nochmal so eine orangenen. Die werde ich dann noch so ein bisschen einzeln verteilen, um einfach noch so so eine kleine andere Farbe mit reinzubringen. So ein kleines anderes Detail einfach noch. Das fand ich ganz schick. Ich muss dann mal gucken, wie man das sieht in der Kamera oder eben oh nee, weil Flakes tun sich immer gerne nie so in ihrer vollen Pracht zeigen. Das kann die Kamera irgendwie immer nie ganz so einfangen. Muss mal gucken, ob das dann überhaupt jemand sieht, was ich hier mit den Farben da zusammengezaubert habe. Ja, aber das erstmal so im Groben der Plan. Und ja, jetzt kommt hier die Base ganz dünn drauf. Und in die feuchte Base fange ich jetzt an mit den goldenen Flakes, die so einzutupfen. Noch nicht zu viele auch zum Anfang. Man kann dann später immer noch welche hinterher machen. Erstmal so ein bisschen nur, um jetzt nie mit einer Farbe direkt zu überladen. Und wenn dann irgendwann am Ende noch Löcher sind, dann kann man immer noch mal, wie gesagt, welche hinterher pappen. Jetzt kommen die grünen Flakes. Dazwischen mache ich das hier immer so ein bisschen mal an der Fusserolle sauber. Und jetzt kommen noch die blauen. Ich will bloß immer nicht zu viele gleich an dem Teil haben, aber die sind immer so ein bisschen wie so elektrostatisch geladen. Deswegen muss ich jetzt immer erstmal so ein bisschen gucken und grob verteilen. Sonst habe ich dann auf einmal übelst viele auf einem Nagel. Jetzt habe ich also diese 3 verschiedenen Farben mit den dazugehörigen Flakes so bestückt. Und jetzt kommen zum Schluss eben noch diese orangenen, aber nur so ganz vereinzelt, mal so zwischendurch als, naja, so extra Eyecatcher. Aber ja, muss man dann gleich mal gucken, ob man das erkennen kann. Ich hatte die Nägel jetzt schon in der Lampe und gehe jetzt nochmal vorsichtig mit einem sauberen Finger hier über die Flakes und drücke so eventuell abstehende Ecken nochmal so ein bisschen an. Und dann als nächstes werde ich erstmal versiegeln. Nach dem Versiegeln habe ich jetzt schon aushärten lassen und ich buffer jetzt vorsichtig die Oberfläche hier an, damit die mattiert wird und so ein bisschen ja, rau, dass der Stamping-Lack dann jetzt gleich ein bisschen besser haften kann. Die Nägel sind angeraut und jetzt wasche ich mal eben Hände waschen, um den Staub zu entfernen. Und jetzt kommt hier erstmal dieses Flüssiglatex auf die Nagelhaut, damit ich jetzt gleich, wenn ich stampen will, hier nicht so viel wieder sauber machen muss. Wenn das Flüssiglatex dann getrocknet ist, dann kann jetzt gestampt werden. Und ich nehme das Leo-Motiv hier unten und einfach einen schwarzen Stempellack. Und ich verteile das immer ziemlich großzügig, also die Farbe auf dem Motiv, weil ich mich nie darauf verlassen will, dass die sich beim Abziehen überall hin verteilt. Und deswegen nehme ich lieber ein bisschen mehr Lack als zu wenig.
So sieht das aus. Dann mit der Fusselrolle einfach den Stempel direkt sauber machen und dann gehe ich jetzt immer mit einem Wattepad und Aceton über das Motiv, um es sauber zu machen. Und die Schablone kommt mir jetzt so ein bisschen, naja, scharfkantiger vor am Motiv, sage ich jetzt mal. Und deswegen gehe ich dann immer noch mal mit der Fusselrolle hinterher, damit ich einfach sicher sein kann, dass jetzt hier von dem Wattepad nie so viel oder überhaupt gar keine Fusseln zurückbleiben, weil das kann dann auch dazu führen, dass das eben unsauber übertragen wird, zum Beispiel. Genau, und so mache ich das jetzt mit den restlichen Fingern. Die Ränder mache ich jetzt noch mit ein bisschen Aceton sauber. Als nächstes gehe ich jetzt noch mal mit dem Stamping Lack oder an die Stellen, wo mir das Motiv jetzt an den Seiten vor allen Dingen nicht so schön übertragen wurde, beziehungsweise wo es mir jetzt halt noch nicht so gut gefällt. Da werde ich jetzt einfach noch so ein kleines bisschen in den Rand verschönern. Das endet mir ja einfach auch so abrupt. Sieht so richtig komisch abgehackt aus. Deswegen gehe ich einfach nur noch mal so ein bisschen hier hin und führe das Motiv einfach nur so ein bisschen weiter, wie es hätte sein können. Hier sind jetzt die fertigen Nägel und ich hoffe wirklich, dass ihr die Farben von den Flakes so ein bisschen gut sehen könnt. Ich muss sagen, mir gefällt es wirklich gut. Ich finde die Farbkombination sehr schön und ja, so insgesamt so Tiermuster-Nageldesigns, aber allen voran auch Leo, finde ich, ist einfach so ein richtig zeitloser Klassiker. Also ich finde, das geht einfach immer und ja, für mich wird das jetzt auch irgendwie nie out. Ich habe regelmäßig immer mal Lust auf solche Muster. Und ja, man kann die einfach auch so schön unterschiedlich gestalten, so dass die ja auch nie langweilig werden. Ob man die jetzt nun klassisch trägt oder eben so ein bisschen, ja, sag ich mal, fantasiemäßiger, kann man immer richtig schön mit rumspielen. Ja, sagt mir auf jeden Fall gerne, wie ihr die Nägel findet, wie euch das Design gefällt. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt und würde mich natürlich auch wieder sehr freuen, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.